Leute, wir müssen reden. Wir müssen mal wirklich über das SPR-Thema reden und das am Beispiel der Daniel Defense MK12. Servus zusammen. Es gibt immer wieder Leute, die alles, was nach AR-15, AR-10 ausschaut und ein Zielfernrohr oben drauf hat, als DMR bezeichnen oder als Scharfschützengewehr oder sonstige Sachen. Grundsätzlich sind wir bei den ganzen Halbautomaten im Kaliber 223 Remington oder ähnliches wie zum Beispiel 6.8 SPC eigentlich eher im SPR-Bereich. SPR heißt Special Purpose Receiver. Eigentlich ist der Grundgedanke davon gewesen, dass wir einfach von normalen M4 oder M16 Low Receiver den nehmen und bauen dann einen Präzisions-Upper Receiver drauf. Eigentlich war das eben 18 Zoll Lauf, ein bisschen bessere Handguard und darauf eben eine Optik, meistens Leupold oder US-Optics oder ähnliches, die dafür gedacht sind, dass man mit einer normalen M16-Plattform oder M4-Plattform etwas größere Distanzen schießen kann und hier etwas gezielter wirken kann. Im Unterschied zu einem Scharfschützengewehr oder auch zu einer DM- bzw. DMR-Waffe soll aber das MK12 eine Sache nicht machen. Es soll die Feuerkraft des Teams nicht reduzieren. Der Gedanke ist also, dass wir hier eine Waffe haben, die dasselbe Kaliber hat wie der Rest des Teams und wir können hier weiterhin genauso 30-Schuss-Magazine verwenden. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, das 30-Schuss-Magazin schaut mit der Optik aber ziemlich doof aus. Ganz ehrlich, das ist halt nicht der Gedanke der Waffe. Die Waffe hat eigentlich den Gedanken, dass ich sage, ich habe genauso viel Feuerkraft wie jeder andere bei mir im Zug. Ich kann nur etwas weiter und etwas präziser damit wirken. Mittlerweile hat aber so ziemlich jeder AR-Hersteller seine SPR mit im Sortiment. So ist SPR jetzt nicht mehr Special Purpose Receiver, sondern eher Special Purpose Rifle. Die MK12 von Daniel Defense hat hier eigentlich so alle Features, die man eigentlich braucht, in einem bisschen moderneren Programm als das Original von CAG. So haben wir hier den MK12 Lauf von Daniel Defense. Das ist ein etwas schwererer Lauf, der aber immer noch im militärischen Bereich von der Gewichtsklasse liegt. Also er ist nicht ultra schwer, aber er geht so an das Maximum, was militärisch noch vertretbar ist vom Gewicht. Er ist 18 Zoll lang. Er hat eine Gasabnahme in Rifle Launcher. Also das heißt, wir haben die Gasannahme sehr weit vorne, was dafür sorgt, dass die Waffe sehr gut mit verschiedenen Munitionssorten, militärisch als auch zivil klarkommt. Und die Waffe hat durch die lange Gasabnahme ein bisschen ein besseres Repetierverhalten. Also das kann man sich einfach so vorstellen, dadurch, dass das Gas einen größeren Zyklus hat, um wieder zum Verschluss zurückzukehren und den Verschluss zu betätigen, haben wir eben auch nicht diesen ruckartigen Impuls, sondern eher einen gleichmäßig fließenden Impuls. Bei der Waffe ist hier die DDM4 Quad Rail verbaut. Das ist im Gegensatz zum RIS-2, was auch von Daniel Defense ist, eben ein geschlossenes System. Hat eben die Vorteile, dass wir hier QD-Sling-Swievels dran haben und dass sie eben nur mit 4 Schrauben an der Barrel Nut angeklemmt sind und nicht mit 6 wie bei dem RIS-2. Ist also ein bisschen die schmalere und leichtere Version von einem älteren RIS-2. Gefällt mir sehr gut, bringt ein bisschen Gewicht auf die Waffe im Gegensatz zu M-Log. Finden viele Leute immer ein bisschen doof. Mich stört es nicht wirklich. Beim Präzisionsschießen, also beim Liegenschießen, ist es sogar eigentlich ein bisschen besser, dass die Waffe ein bisschen mehr Fleisch mitbringt. Ansonsten haben wir hier ein beidseitig bedienbares Griffstück. Ist jetzt bloß hier in der älteren Generation, also wenn ihr das jetzt heute kaufen würdet, habt ihr hier den Feuerwahlhebel auch auf beiden Seiten. Jetzt bei der Version ist es nur auf einer Seite. Verschlussfang und Magazinfang sind nur einseitig bedienbar, wie bei allen Daniel Defense AR-15 Gewehren. Die AR-10er sind auch alle beidseitig bedienbar. Interessant ist, dass wir hier einen Geissele SSAE Trigger verbaut haben, also den Super Semi-Automatic Enhanced Abzug. Das ist ein Two-Stage-Trigger, der eben extra für Präzisionseinsätze entwickelt wurde.
Der wird auch so vom SOCOM in SPRs bzw. Präzisionsgewehren verwendet. Der hat eben hier ein bisschen Vorweg, bricht sehr sauber und hat auch einen sehr definierten Reset. Also gerade für Präzisionsschießen ein richtig geiler Abzug. Daniel Defense hat seit einigen Jahren seine eigenen Beschläge, sowohl den Overmounted Pistol Grip, der hat hier einen Trigger Guard mit in den Pistolengriff integriert, ist trotzdem Mil-Spec, also passt an alle Mil-Spec Low Receiver ran. Alle Daniel Defense Gewehre haben hier eine Slingplate angebracht, sodass wir zum Beispiel hier Single Point Slings anbringen können. In der neuesten Generation haben alle Daniel Defense Gewehre den Grip and Rip Charging Handle. Der ist leicht garstig, also der ist einmal beidseitig bedienbar. Zum anderen hat er hier hinten so eine kleine Mulde dran, die das Gas nach oben ableitet. Beim Heckschaft haben wir auch den Overmounted Buttstock von Daniel Defense, der für einen nicht nachträglich gesicherten Schaft sehr wenig wackelt, also ein bisschen wackeln, ein bisschen Spiel ist drin. Im Vergleich zum Beispiel zum CT-Stock von Magpul haben wir hier sehr wenig Spiel in der Waffe. Momentan haben wir hier das Tango 6T auf der Waffe verbaut von Sig Sauer. Da muss man auch wieder mal sagen, also ich muss hier immer wieder mal eine Lanze für Sig Sauer Optics brechen. Viele Leute sagen immer, ja, Sig Sauer hat jetzt gerade mal eine neue Optikmarke auf den Markt geworfen. Die kann doch nichts taugen, ist doch so neu und alles. Da muss man immer wieder sagen, da steckt Leupold dahinter. Also die Entwickler, die jetzt für Sig Sauer Optics arbeiten, die haben vorher für Leupold gearbeitet. Das sind richtig krass gute Gläser auf einem absolut hochwertigen Niveau. Und die sind so hochwertig, dass sich die US Army entschieden hat, auf allen CSAS-Gewehren, also auf den ganzen, ich sag mal, G820 US-Versionen, haben die überall jetzt Sig Sauer-Gläser drauf. Auch das XT, also das Short Dot von der Sig Sauer-Serie, das ist auf allen US Army Scharfschützengewehren drauf. Also glaubt mir, die Optiken von Sig Sauer sind richtig, richtig gut, auch wenn die noch nicht lange auf dem Markt sind. Wir haben jetzt hier das 5 bis 30 x 56 Glas drauf, in dieser leicht gräulichen Version. Ist vielleicht ein bisschen groß für die MK12. Wir hatten aber gerade nichts anderes da für das Review. Wir haben hier auch den Daniel Defense Frontgriff mit verbaut. In braun. Ja, der Kameramann hat sich beschwert, warum ich einen braunen Griff an der schwarzen Waffe. Liegt auch daran, wir hatten gerade nichts anderes da. Und eigentlich kommt der Upper Receiver auf meinen Low Receiver, der auch braune Griffstücke hat. Vorne haben wir das Atlas V8 verbaut, also das eher einfachere und günstigere Modell aus der Atlas-Serie. Tut seinen Zweck an der MK12, finde ich absolut brauchbar. Ich selber habe jetzt im letzten Jahr mit der MK12 auf bis zu 600, bei gutem Wetter sogar bis 750 Meter Fallscheibe damit schießen können. Also das System ist für ein 223er System sehr präzise, hat eine sehr große Reichweite und schießt sich sehr butterweich. Für mich das Besondere an diesen SPR-Gewehren ist, dass wir wirklich ein sehr präzises Paket haben, eine sehr große Reichweite und das Gewehr ist immer noch leicht und kann immer noch wie ein Sturmgewehr eingesetzt werden oder wie ein anderes halbautomatisches Gewehr. Das gefällt mir persönlich absolut Bombe und deswegen kann ich das MK12 wirklich absolut empfehlen. Wenn ihr so ein Gewehr oder ein anderes Gewehr von Daniel Defense sucht, die gibt es alle bei uns bei gunoutdoor.de. Wenn ihr ansonsten Fragen zum Thema AR-15 oder AR-10 habt, scheut nicht davor zurück, die bei uns in den Kommentaren zu stellen. Und schaut auch das nächste Mal wieder rein, hier bei Kuma Tactical. Bis dann.